wer meine Videos schon etwas länger verfolgt, der weiß, ich experimentiere gerne. Nicht nur fotografisch, sondern auch filmisch. Und auch wenn so Talking-Head-Videos wie heute nicht unbedingt den Eindruck erwecken, ich mache mir durchaus sehr viele Gedanken, wie ich meine Videos nicht nur inhaltlich, sondern auch optisch immer mal wieder ein bisschen abwechslungsreicher gestalten kann. Und ich glaube, ich habe da was Neues gefunden. Ja, ich bin vor kurzem mal wieder auf 360-Grad-Kameras aufmerksam geworden und insbesondere auf die Insta360 ONE. Ich hatte schon vor ein paar Jahren auf der Photokina mal eine 360-Grad-Kamera in der Hand. Das war die Ricoh Theta oder so. Ich muss sagen, damals konnte mich die Auflösung noch nicht so richtig überzeugen. Das ist ein paar Jahre her, war auch vor allem vor diesem YouTube-Kanal. Mittlerweile ist der Markt weiter und man kann mit 360-Grad-Kameras zu bezahlbaren Preisen sehr ordentliche Videos machen. Eben zum Beispiel mit der Insta360 ONE. Und ich zeige euch heute, was denn so besonders an dieser Kamera ist und wir schauen uns auch die Limitationen an. Aber im Sinne der Transparenz, ich habe eine Kamera kostenfrei erhalten. Ja, und das freut mich. Ich habe nämlich in meiner Neugier den Hersteller angeschrieben und siehe da, ich habe ein kleines Paket erhalten. Allerdings bekomme ich kein Geld, ich werde also weder bezahlt, etwas zu sagen, noch nimmt der Hersteller irgendwie einen Einfluss auf dieses Video. Ist mir nur wichtig, dass ihr das wisst. Sonst würde ich das Video auch nicht machen. Gut. Seid ihr bereit? Dann machen wir es mal auf. So, und in der Box sind neben der eigentlichen Kamera auch noch ein wasserfestes Gehäuse und das Bullet Time Bundle. Das ist normalerweise jeweils separat erhältlich. Aber darauf gehe ich später nochmal ein. Ja, so sieht das kleine Schätzchen aus. Das ist ziemlich klein und kompakt und auch schön leicht. Es kommt mit so einer Schutzhülle, muss man sagen, die auch gleichzeitig so als Mini-Stativ dient. Die Kamera hat zwei Linsen, hinten und vorne, die nehmen jeweils 180 Grad auf, sowohl Video als auch Fotos und Fotos sogar in RAW. Und das Besondere ist, man kann sie wahlweise entweder so separat bedienen, also beziehungsweise benutzen. Sie hat hier an der Seite einen kleinen Knopf, mit dem man auslösen kann. Oder man steckt sie ins iPhone, hat hier einen Lightning-Anschluss und kann sie per iPhone steuern und hat gleichzeitig Live-View und noch ein paar andere Möglichkeiten und Einstellungsmöglichkeiten in der App auf diese Kamera. Und dann gibt es noch eine Zwischenlösung, und zwar, man kann diese Kamera auch per Bluetooth fernsteuern. Zum Beispiel vom Handy, aber soweit ich weiß, gibt es dafür auch eine Kamera. So, und wie man schon in der Packung entnehmen kann, nimmt die Kamera wahlweise 24 Megapixel Fotos auf, eben auch in RAW oder 4K Video. Und beides kann man wahlweise per App oder auch auf dem Desktop bearbeiten. Die App ist durchaus ziemlich leistungsfähig, also man kann komplett die Videos darauf bearbeiten, man kann tatsächlich einfach ein Video machen und dann die Perspektiven ändern und so weiter und diese ganzen Effekte. Ich muss gestehen, mir ist das auf dem Handy viel zu fummelig wegen des kleinen Bildschirms. Ich mache das lieber auf dem Desktop, aber da gibt es eine kostenfreie Software auf der Webseite von Insta360, die man sich herunterladen kann, und damit ist das tatsächlich ganz einfach. So, bevor ich jetzt aber in die technischen Spezifikationen absteige, die ihr ja auch auf der Webseite finden könntet, wenn ihr wolltet, würde ich mal ganz kurz meinen Eindruck in 3 Besonderheiten und 3 Limitationen zusammenfassen. Wie immer, das ist mein subjektiver Eindruck. Ihr müsst nicht der gleichen Meinung sein, aber hört es euch einfach an und bildet euch eine Meinung. Wir fangen mit den Besonderheiten an. Erstens, wie gerade schon kurz angerissen, das Teil ist super klein, leicht und kompakt. Also man kann es ganz einfach in die Tasche packen. Man kann einfach und unkompliziert damit Fotos und Videos machen. Entweder so, indem man eben genau dieses Dingsterbumster hier, wieder ein Fachbegriff, benutzt, oder eben die Kamera auf so eine Selfie-Stange schraubt, hat hier unten einen Stativanschluss. Man kann ganz einfach damit filmen und man kann tatsächlich komplett nachträglich die Perspektive und die Effekte bestimmen, entweder in der App oder in der Software, und das macht echt eine ganze Menge Spaß. Und da kommen wir auch schon zum Zweiten. Die Perspektiven, die man damit machen kann, die man einfangen kann, sind wirklich
ziemlich einmalig. Also 360 Grad kriegt man eben nur mit einer dedizierten 360 Grad Kamera im Videomodus hin. Man kann zum Beispiel Little Planets damit machen, wie ihr schon gesehen habt. Finde ich einen ziemlich coolen Effekt, wirklich feine Sache. Oder man nimmt eine Szene auf und bestimmt komplett nachträglich die Perspektive. Also es könnte zum Beispiel sein, wenn man einen Film macht, dass die Person oder der Schauspieler oder was auch immer, oder vielleicht auch für euren Videoblog, die Person um die Kamera herum geht und man kann komplett in der Nachbearbeitung einfach den Kameraschwenk nachträglich eben per Software lösen, weil man ja 360 Grad aufnimmt. Ist eine spannende Sache. Aber wie gesagt, gerade die Little Planets und diese neue Arten von Perspektiven, die waren es, die mich besonders interessiert haben. Deshalb habe ich da so ein großes Interesse dran. Dritter Punkt, und das mag relativ offensichtlich heutzutage klingen, ist aber eine feine Sache, und das ist die Stabilisierung von dem Video. Stabilisierung des Videos muss es heißen. Insta360 hat die sogenannte Flow-Motion-Stabilisierung, was auch immer das heißt, heißt am Ende des Tages, die Videos sind nicht verwackelt. Und das ist echt praktisch. Gerade wenn man zu Fuß damit läuft, sich selber filmt oder was auch immer, hat man ja immer eine gewisse Bewegung im Video. Die Bewegung wird tatsächlich komplett rausgerechnet. Und es ist erstaunlich, wie gut das funktioniert. Ich habe hiermit ein Testvideo gemacht. In einer etwas abenteuerlichen Konstruktion habe ich die Kamera auf diese kleine Carbonstange geklemmt und so auf ein Fahrrad montiert. Und ich zeige euch einfach mal den Clip vorher und nachher, also bevor es stabilisiert wurde und nachher. Funktioniert ziemlich gut, würde ich sagen. Also gerade wenn man auf den Horizont schaut, der ist komplett stabil. Ja, das ist wirklich fein. So, das waren die Besonderheiten, aber kommen wir vielleicht mal zu den Limitationen. Erstens, eine Sache, die einem bewusst sein muss, ist, ja, die Kamera filmt in 4K, die Files sind in 4K, aber man hat, wenn man das Video in 360 Grad bearbeitet und sich dann einen Ausschnitt aussucht, natürlich immer weniger als 4K, weil das Gesamtvideo ist in 4K, also die 360 Grad. Das muss einem bewusst sein, wenn man einen 4K-Workflow hat oder besonders hohe Auflösung möchte. Man bekommt kein reines 4K hier raus. Das sind halt immer nur die Rohfiles, die dann nachher weiter bearbeitet werden und dann in der Bearbeitung Full HD haben. Das ist fein, solange man nicht noch besonders reinzoomen möchte. Also je weiter man reinzoomen möchte in das Footage, desto pixeliger wird das. Da ist nicht genug Futter da, dass man sagt, man hat 360 Grad und man kann reinzoomen. Es gibt Kameras, die auch 8K anbieten, auch Insta360 bietet so eine Kamera an. Die sind in der Regel sehr teuer, das sind in der Regel professionelle Kameras und das sind vor allem Kameras, die den Rechner in die Knie zwingen, weil 8K-Video, ich weiß gar nicht, ob mein Rechner sowas packen würde. Keine Ahnung, müsste man mal ausprobieren. Sollte man aber beachten. So, und dadurch, dass das zwei Linsen sind, hinten und vorne, die jeweils 180 Grad aufnehmen, hat man systembedingt an den Rändern weniger Informationen als in der Mitte. Also das Bild ist in der Mitte, wenn ich jetzt die Kamera so festhalten würde, schärfer als hier an den Rändern. Ist ja klar, weil, wie gesagt, das Bild ist ja so gestaucht. Die Kamera rechnet das um, macht daraus ein 360-Grad-Bild und das ist fein, aber das bedeutet, dass die Ränder mehr gestreckt werden als das Zentrum. Das muss man beachten, wenn man zum Beispiel eben sich selber filmt, wenn man Gesichter filmt oder wichtige Bildinhalte im Bild hat, die sollte man immer vor der Linse haben und nicht seitlich vor der Linse, nicht seitlich an der Linse, weil dann kommt es eben zu Unschärfen und möglicherweise sogar ist es, wenn man gerade in dieser Stitching-Naht ist, wo die eine Linse zur anderen übergeht und nah an der Kamera, dann wird es ein bisschen hakelig. Sollte man im Kopf behalten, wenn man so einen Film macht. So, zweite Limitation ist eigentlich fast ein bisschen klar. Das Teil ist so groß wie ein Handy. Im Prinzip ist auch die Qualität wie ein Handy, also die Filmqualität. Bedeutet im Umkehrschluss, dass der Dynamikumfang natürlich nicht so riesig groß ist, wie jetzt zum Beispiel von einer größeren Kamera mit einem größeren Sensor. Das bedeutet, wenn es sehr, sehr hell ist, wenn die Sonne hoch steht und man einen sehr, sehr großen Kontrastbereich im Bild hat, also sehr, sehr viele Schatten und eine sehr knallige Sonne, dann hat die Kamera Schwierigkeiten, beides einzufangen. Dafür macht sie eigentlich einen ganz guten Job. Es wird aber dann notgedrungenerweise entweder zu weißen Stellen im Himmel kommen oder zu abgesoffenen Schatten. Auch das gibt es zu beachten.
Ja, die Kamera hat einen Log-Modus, also sie kann in einem flachen Profil des Videos aufnehmen. Bei kleinen Sensoren mit 8-Bit-Video kann man die Frage stellen, wie viel das wirklich bringt. Also so richtig viel mehr Informationen geht da nicht rein. Also da darf man keine Wunder bewirken. Ist anders im Fotomodus. Im Fotomodus macht sie auch RAW-Bilder. Da hat man ein bisschen mehr zur Verfügung. Da kann man wirklich auch sehr viel mehr bearbeiten. Und ich beispielsweise mag meine Fotos ein bisschen weniger gesättigt. Und da hat man im RAW-Modus einfach ein bisschen mehr Informationen, um das Bild zu bearbeiten. Dritte Limitation ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber es ist, wie gesagt, eine Sache, die mich persönlich stört. Die Kamera filmt in 30 Frames. Das bedeutet, wenn man einen 25 Frames Workflow hat, wie ich, weil wir ja in Deutschland leben und das der PAL-Standard ist, dann muss man die Videos jeweils konvertieren. Funktioniert auch, wie ihr hier seht. Also das Video ist in 25 Frames aufgenommen, die Videos sind in 30 Frames gedreht und auf 25 Frames angepasst. Hat aber immer so kleine Mikroruckler dann in dem Video. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ich habe das schon an den Hersteller weitergegeben. Ich bin mir sicher, das wird in den nächsten Firmware- und Software-Update-Runden adressiert und gefixt, denn das ist ja etwas, was man nachträglich sehr gut noch ändern kann. Und da im Übrigen muss man auch sagen, ist Insta360 auch sehr umtriebig. Die haben immer regelmäßige Firmware-Updates für ihre Kameras und für ihre Apps und rüsten durchaus auch Funktionen nach. Diese Flow-Motion-Stabilisierung beispielsweise ist relativ neu. Deshalb bin ich guter Dinge, dass auch die 25 Frames in Zukunft kommen werden. So, das waren die 3 Besonderheiten und Limitationen. Vielleicht für diejenigen, die noch ein bisschen mehr wissen wollen, es gibt natürlich noch unzählige andere Funktionen von dieser Kamera, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Der Vollständigkeit halber vielleicht 1, 2, 3 Highlights noch. Es gibt einen Bullet-Time-Modus, habt ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen. Im Prinzip ist das der Effekt, der, glaube ich, damals von dem Film Matrix eingeführt wurde. Also, dass die Kamera sehr schnell in 360 Grad um ein Objekt herumfliegt und das alles in Slow Motion. Und dann gibt es einen abgefahrenen Effekt. Das kann man mit dieser Kamera auch simulieren. Wohlgemerkt allerdings in reduzierter Auflösung. Das sei dazu angemerkt. Dazu war ein Bullet-Time-Set dabei. Also es besteht aus diesem Griff mit kugelgelagertem Kopf, der einen Stativanschluss hat. An diesen Stativanschluss kommt die Selfie-Stange, die jeweils auch einen Stativanschluss hat. Und an diese Stange dann am Kopfende die Kamera. Und das Ganze schwingt man dann in einer relativ hohen Geschwindigkeit um sich selber herum. Und das sieht so aus. Ja, und wenn man dann so blöd ist wie ich und am allerersten Tag auf dieses Teil drauf tritt, dann bricht es eben auch ziemlich schnell und der Spaß ist schnell vorbei. Ich war leider zu fett, muss man sagen, um hier drüber zu springen. Das sollte ich vielleicht noch ein bisschen üben. Glücklicherweise ist jetzt nur diese Selfie-Stange kaputt gegangen und man kann sie durch jede andere beliebige Selfie-Stange ersetzen, denn das ist ja ein ganz normaler Stativanschluss. Das Teil hatte ich hier noch rumliegen. Und man kann dann halt hier die Kamera anbringen und weiterfilmen. Das sollte ich vielleicht noch mal ein bisschen üben. Ja, wie gerade schon gesagt, die Kamera filmt normalerweise in 30 Frames. Man kann es auf 60 Frames stellen oder eben im Bullet-Time-Modus auf 120 Frames, die dann per Software auf 240 Frames erweitert bzw. simuliert werden. Und da kommen ziemlich coole Effekte bei raus. Eine andere Sache ist zum Beispiel, man kann... wie sage ich das jetzt am besten? Wenn man das fertige Video hat, wenn man ein Video gemacht hat, dann kann man sich das auf dem Handy anschauen und man kann, während man sich das anschaut, die Perspektive frei wählen und diesen Kameraschwenk, den man dann quasi nachträglich macht, aufnehmen, sodass das finale Video, sodass man quasi ein Kameramann ist in seinem eigenen Video nachträglich. Ich glaube nicht, dass das besonders verständlich war. Also man kann sich das Video anschauen und man kann die Perspektive mit dem Handy frei wählen. Man muss es also nicht irgendwie hin und her wischen und dann irgendwie Keyframes setzen und festhalten, sondern man kann quasi per Gyro und per Handy schwenken das Ganze bestimmen. Abgefahrene Sache. Ja, und Little Planets habe ich euch ja gerade schon gezeigt. Und man kann, was ich auch ziemlich cool finde, man kann von dem Little Planet in eine normale Perspektive wechseln und zurück, während das Video läuft. Also man muss keinen Schnitt machen, sondern das Video geht quasi ineinander über. Das macht auch ziemlich witzige Effekte und die sehen teilweise ziemlich trippy aus.
So, und dann gibt es noch eine Milliarde andere Funktionen. Also ich weiß, dass man per App beispielsweise Hyperlapses machen kann, die stabilisiert sind, ziemlich einfach. Das habe ich auf die harte Tour schon mal mit meinem Transformer-Gimbal gemacht, in einem anderen Video. Wie schon erwähnt, mit der App habe ich mich nicht so sehr auseinandergesetzt, dafür umso mehr mit der Software. Die ist kostenfrei auf der Webseite runterzuladen, auf insta360.com und ist wirklich sehr einfach zu bedienen und kann auch überraschenderweise eine ganze Menge. Ja, soweit der Überblick. Ich hoffe, es war hilfreich für euch. Ich bin sehr gespannt, was ich mit der Kamera in den nächsten Tagen noch so alles anstellen werde. Ich werde sicherlich weitere Tests machen und insbesondere den Bullet-Time-Modus, glaube ich, muss ich noch ein kleines bisschen üben. Was ist eure Meinung zu der Kamera und zu 360-Grad-Kameras? Schreibt mir in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, das hilft mit meinen Bewertungen. Oder lasst sogar ein Abo da. Und wenn ihr das tut, denkt an die kleine Glocke neben dem Abo-Button, dann werdet ihr informiert, sobald ich ein Video hochlade. Und das war's dann soweit. Bis zum nächsten Mal.